Vitamin D-Mangel ist ein wichtiges Kapitel in der Medizin geworden. Vitamin D ist bedeutend für den Stoffwechsel, und zwar nicht nur für den Mineralstoffwechsel, sondern auch für den Energiestoffwechsel. Wie man einen Vitamin D-Mangel erkennt und wie man auch diesen vorbeugen kann, erfahren Sie in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Erich Putz. Ich bin ein Mediziner im Ruhestand oder vielleicht besser ausgedrückt im Unruhestand. Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Hormon, wird in der Haut des Menschen gebildet durch die Sonnenstrahlen und hier insbesondere durch die sogenannten UVB-Strahlen. Im Winterhalbjahr ist keine Vitamin D-Bildung möglich, da die Sonne zu tief steht und infolgedessen die Weglänge der Sonnenstrahlen durch die Lufthülle einfach zu lang ist. Sie werden absorbiert bzw. verschluckt. Im Sommerhalbjahr hingegen ist Vitamin D-Bildung möglich, aber nur über die Mittagszeit, da hier die Sonne hoch genug steht. Der Mindesteinfallswinkel der Sonnenstrahlen soll 45 Grad betragen und dieser Mindesteinfallswinkel ist gegeben, wenn die Schattenlänge gleich der Körpergröße entspricht. Länger darf der Schatten nicht sein, kürzer schon. Vitamin D ist gerne mit einem Sexualhormonmangel verknüpft. Beim Mann verursacht Vitamin D-Mangel Potenzstörungen bis hin zur Beischlafunfähigkeit und zu niedrige Spermienanzahl, was unter Umständen auch zu Unfruchtbarkeit führt. Bei der Frau treten Regelstörungen auf und ein unerfüllter Kinderwunsch. Diese Gegebenheiten sind unter Tierärzten und unter Tierzüchtern hinlänglich bekannt. Schilddrüsenhormonmangel ist auch gerne verknüpft mit Vitamin D-Mangel. Wie schon erwähnt, Morbus Hashimoto, eine Schilddrüsenunterfunktion, tritt gerne mit Vitamin D-Mangel auf. Bei Morbus Hashimoto besteht grundlose Müdigkeit, Depressionen, Untertemperatur, hohe Kälteempfindlichkeit, Herzschwäche und erhöhte Cholesterin- und Fettwerte. Bezüglich erhöhter Cholesterinwerte und Fettwerte im Zusammenhang von Vitamin D-Mangel hat Frau Professor Eugenia Cotillas Marco in Spanien eine Studie im Jahre 2013 veröffentlicht. Hierin wird festgehalten, dass ein Vitamin D-Mangel gerne mit erhöhten Cholesterinwerten und Fettwerten verbunden ist. Vitamin D fördert auch enorm den Calcium- und Phosphatstoffwechsel. Hier insbesondere die Calcium- und Phosphataufnahme im Darm. Bei Vitamin D-Mangel entwickelt sich eine Osteoporose, verbunden mit Sturzanfälligkeit und schwer heilenden Knochenbrüchen, bekannt unter Morbus Sudeck. Altersheime können davon viel erzählen. Vitamin D stärkt die Immunabwehr, indem es ROS, sprich ROS, in Schach hält. Darunter versteht man die reaktive oxidative Spezies. Das sind aggressive Sauerstoffverbindungen, deren bekanntester Vertreter Wasserstoffperoxid ist. Wasserstoffperoxid
Wasserstoffperoxid ist eine Substanz, die auch beim Friseur als Bleichmittel zur Anwendung kommt. Vitamin D regt an die Bildung von antioxidativen Enzymen, das sind Abbauhilfen, die dafür sorgen, dass diese aggressiven Sauerstoffverbindungen rasch im Körper entfernt werden. Beispiele für diese Abbauhilfen: Katalase, Peroxidase. Wasserstoffperoxid ist hochtoxisch, jedoch fällt er im normalen Stoffwechsel an, aber nur in kleinsten Mengen. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Immunabwehr, aber ein zu viel an ROS bzw. Wasserstoffperoxid führt zu unkontrollierten Reaktionen in der Zelle und verursacht thermische Schäden und Peroxidationen. In weiterer Folge führt das zu autoimmunen Erkrankungen. Professor Gombard vom Linus Pauling Institut und Professor Hollig von der University Boston verweisen in ihren Büchern auf diesen Zusammenhang. Vitamin D verringert das Auftreten bzw. die Schwere, wie gesagt, von autoimmunen Erkrankungen. Ein Beispiel: Die Multiple Sklerose tritt in Äquatornähe praktisch nicht auf, hingegen nimmt sie gegen den Norden hin stark zu. Gleiches gilt für die Schuppenflechte, sprich Psoriasis. Sie ist im Süden kaum vertreten, hingegen im Norden häufig. Ähnlich verhält es sich mit dem kutanen Lupus erythematodes, der Schmetterlingsflechte, unter der oft auch Kinder leiden. Vitamin D senkt die Anfälligkeit signifikant für Allergien und Erkältungskrankheiten. Die Haut als Rezeptorempfänger der UVB-Strahlen, wie eingangs schon erwähnt, spielt eine ganz große Rolle. Die Haut muss in tadellosem Zustand sein, das heißt, sie darf nicht zu trocken sein, deshalb 3 bis 4 Liter Wasser pro Tag trinken und auch eine Feuchtigkeitscreme verwenden, zumindest für die Nacht. Sonnenbaden, wenn möglich, 20 bis 25 Minuten mit freiem Oberkörper, anschließend in den Schatten gehen oder ein Hemd oder eine Bluse anziehen. Sonnencreme schützt zwar vor Sonnenbrand, aber unterbindet auch die Vitamin-D-Bildung in der Haut des Menschen. Der neue Richtwertebereich für Vitamin D im Blut 50 bis 75 Nanogramm pro Milliliter und für die tägliche Aufnahme, zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel, 800 bis 1600 Einheiten. Im Falle eines krassen Mangels ist die Einstiegungsdosis für 1-2 Wochen wesentlich höher. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.